Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Film hier aus der Aquarellwerkstatt. Nach den vielen winterlichen Bildern der letzten Zeit ist mir heute mal nach etwas Frühlingshaftem. Ich male heute im Video für dich einen kleinen Vogel, der zwischen Apfelblüten sitzt. Im heutigen Video geht es um die Darstellung von weichen Vogelfedern. Um hier ganz weiche und duftige Verläufe zu erzielen, werde ich immer wieder nass in nass arbeiten. Es ist für mich ganz wichtig, die Federn nicht Strich für Strich zu malen, sondern sie als weiche Masse darzustellen. Die zweite Herausforderung des Motivs ist die Ausarbeitung der Apfelblüten. Hier werde ich nach einer sehr lockeren ersten Lasur mit der Negativtechnik arbeiten. Viel Spaß mit dem Video und nicht vergessen, ich freue mich immer über einen Like oder einen Kommentar und du kannst, wenn du kein Video der Aquarellwerkstatt verpassen möchtest, auch unseren Kanal abonnieren. Empfehle uns auch gern weiter an andere Aquarellbegeisterte, das würde mich freuen. Vielen Dank und jetzt geht's los mit unserem Motiv. Die heute verwendeten Materialien sind folgende Farben: Permanentalicerin Karmesin, lichter Ocker von der Firma Winsor & Newton, Ultramarin Feinst von Schminke, Kobalttürkis Light Neutraltinte Sienna gebrannt von Winsor & Newton, Jaune Brillant von Schminke und Titanweiß von der Firma Winsor & Newton. Ich arbeite auf Büttenpapier von der Firma Arches, Grand Fin 300 Gramm und das Format ist ungefähr DIN A4. Die Pinsel auf der rechten Seite sind aus meiner eigenen Pinselkollektion. Es ist ein Eichhörnchenhaarpinsel in der Größe 12, ein Rotmarderhaarpinsel der Größe 10, ein kleiner synthetischer Pinsel in der Größe 6, der Flachpinsel in der Größe 10 und der Linierer in der Größe 4. Falls du schon Unterstützer unseres Videokanals bist, kannst du diese Pinsel auch käuflich erwerben. Schreib mir einfach eine Mail. Unter dem Video findest du den Link und meine Mailadresse. Hier seht ihr schon meine Skizze liegen und dies ist mein Referenzfoto. Auf dem Foto kann man die weichen, flauschigen Federn sehr gut erkennen. Hier wird die Herausforderung darin bestehen, das Federkleid schön locker zu malen und sich nicht zu sehr in den Details zu verlieren. Ich mache zunächst das gesamte Blatt mit klarem Wasser nass, um den Hintergrund ganz weich anlegen zu können. Die Fläche des Vogelkörpers wird vorsichtig trocken getupft. Hier soll die Hintergrundfarbe nicht hineinlaufen. Mit einer Mischung aus Ultramarinblau, Permanentalicerin Karmesin und etwas Neutraltinte beginne ich mit viel Wasser und lockeren Strichen den Hintergrund zu malen. Wenn, so wie hier, etwas Farbe in den Vogel hineinläuft, kann man mit dem Flachpinsel die Konturen etwas begradigen und es entsteht dabei schon eine schöne weiche und flauschige Kante. Weiter geht es mit dem Hintergrund. Die Farbe variiert ab und an, hier kommt etwas mehr Permanentalicerin Karmesin dazu. Ich spritze auch ein paar lockere Tropfen in die Fläche hinein. Für die Apfelblüten setze ich mit dem kleineren Pinsel ein paar Akzente mit Permanentalicerin Karmesin. Das Papier ist immer noch nass und so verläuft die Farbe weich. Hier korrigiere ich noch einmal die Form des Vogelkörpers, weil die Farbe doch immer wieder in diese Form hineinläuft. Auch die Blätter am Apfelbaum möchte ich jetzt weich andeuten. Ich mische mir lichter Ocker und Kobalttürkis Light und etwas Neutraltinte für ein ganz gedämpftes Grün. Ich verwende hier dieses Graugrün und kein leuchtendes Grün, damit am Bildformatrand die Farbe nur eine Nebenrolle spielt und das Hauptaugenmerk im Bild auf dem Vogel bleibt.
Ein paar Spritzer mit der dunkelgrünen Mischung geben der Blattmasse etwas mehr Leichtigkeit. Während unser Motiv jetzt einmal komplett durchtrocknet und es dann mit dem zweiten Farbauftrag weitergeht, kommt hier der Hinweis für den nächsten Live-Malabend auf YouTube für dich. Hier seht ihr das Motiv für den nächsten Live-Abend im 10-Euro-Paket. Dieser findet statt am 18. Februar 2025. Vielleicht bist du ja dann mit dabei. Du kannst ein Steady-Paket abschließen für 10 Euro monatliche Unterstützung. Dann bekommst du Zugang zu diesem Live-Abend. Unter dem Video findest du einen Link, Steady, deine Unterstützung heißt er. Schau gerne einmal rein, du findest dort alle Infos zu den verschiedenen Unterstützerpaketen. Vielleicht bist du ja am 18. beim Live-Malabend mit dabei. Ich würde mich freuen. Das Blatt ist jetzt ganz trocken und ich korrigiere zunächst die Form des Vogelkörpers noch einmal. Mit meinem synthetischen Flachpinsel kann ich Aquarellfarbe wieder sehr gut aus dem Papier herausnehmen. Dieser Pinsel, leicht angefeuchtet, funktioniert im Grunde wie ein Radiergummi. Die Fläche des Gefieders wird nun mit klarem Wasser angefeuchtet. Ich beginne mit der Farbe Jaune Brillant und der ganz hellen Form auf der Vogelbrust und füge dann später lichter Ocker und Sienna gebrannt hinzu. Ich arbeite mit lockeren Pinselstrichen und verwende abwechselnd den Pinselbauch und die Pinselspitze. Die Farbe im Pinsel ist relativ trocken, sodass auf dem angefeuchteten Papier sich weiche Verläufe bilden können. Mit Sienna gebrannt und Ultramarinblau intensiviere ich an einigen Stellen das Federkleid. Mit der Sprühflasche sorge ich noch einmal für Feuchtigkeit auf der Oberfläche. Dann hole ich mit dem synthetischen Linierpinsel ein paar helle Striche für die Federn aus der noch feuchten Farbe wieder heraus. Auch hier funktioniert der Pinsel wie ein Radiergummi und gleichzeitig kann ich auf der hellen Form auch ganz zart noch einzelne dunklere Federn andeuten. Nun arbeite ich im Kopf die dunklen Formen heraus und schließe dann die charakteristische rote Haube an. Hier arbeite ich mit Permanent-Alizarin-Karmesin, welches stellenweise mit Neutraltinte abgedunkelt wird. Das Auge wird mit einer dunklen Mischung aus Neutraltinte und Sienna gebrannt angedeutet. Nun feuchte ich die verbliebenen hellen Stellen im Vogelkörper noch einmal an, um jetzt die schattigen Formen der weißen Federn zu malen. Mit Ultramarinblau und Alizarin-Karmesin mische ich mir einen bläulichen Violettton und arbeite hier wieder mit lockeren Strichen. Etwas lichter Ocker ist im Schattenbereich hier auch zu sehen. Ich versuche immer, alle Farben schön weich miteinander zu verbinden. Die schwarzen Flugfedern male ich mit einer Mischung aus Neutraltinte und Sienna gebrannt. Hier an der Seite sind ein paar zu sehen und dann vor allem im unteren Bereich. Ich variiere die Farbe und nehme mal mehr und mal weniger Wasser in die Mischung mit hinein.
Auf der linken Seite des Vogels intensiviere ich jetzt den Farbauftrag noch einmal, um der ganzen Figur noch mehr Plastizität zu geben. Mit dem Flachpinsel hole ich einige hellere Formen für angedeutete Federn aus der Fläche wieder heraus. Das Auge wird nun ausgearbeitet. Mit einer Mischung aus Neutraltinte, Ultramarinblau und Sienna gebrannt male ich die Form. Ich beginne mit der oberen Hälfte und füge unten etwas Wasser hinzu. Für den Schnabel verwende ich die gleiche Farbmischung, aber mit sehr viel Wasser darin. Der obere Bereich des Auges wird noch einmal abgedunkelt und im Schnabel einige Helligkeiten herausgeholt. Für die beiden Füße mische ich mir permanent Alizarin-Karmesin und Neutraltinte und male zunächst eine relativ wässrige Lasur. Nun gebe ich in die feuchte Fläche ein paar Akzente mit dunklerer Farbe hinein. Bevor ich weitermale, möchte ich, dass der Vogel jetzt schon etwas lebendiger und freundlicher guckt. Also kommt hier der weiße Lichtreflex ins Auge mit Titanweiß direkt aus der Tube. Nun kann es weitergehen. Ich male mit verschiedenen Blau- und Brauntönen den Ast. Ich beginne wieder mit einer sehr wässrigen Lasur und lasse dann Variationen verschiedenster Braunmischungen in die feuchte Farbe hineinlaufen. Ich beginne die Apfelblüten herauszuarbeiten und hier möchte ich auf der linken oberen Seite mit der Negativtechnik arbeiten. Ich mische mir eine nicht zu dunkle Farbe aus Alizarin-Karmesin und etwas Blau und ummale die Blütenblätter der Apfelblüte mit dieser Farbmischung. In den Hintergrund hinein wird mit klarem Wasser angelöst, so dass hier ein ganz weicher Übergang entsteht. Diese Art der Negativmalerei wirkt sehr subtil und ist, wie ich finde, eine schöne Ergänzung für den positiv gemalten Vogel. Ich muss nur aufpassen, dass nicht so viele harte Ränder in den Blüten entstehen, damit sie sich nicht so wichtig nehmen. Auf der rechten Seite werden die Apfelblüten etwas dunkler auf den Hintergrund gemalt. Ich arbeite wieder mit permanent Alizarin-Karmesin und für die grünen Blätter mit Kobalttürkis Light und lichter Ocker. Auch hier versuche ich sehr zart zu arbeiten, um das Motiv nicht zu überfrachten. Mit dem Flachpinsel wasche ich jetzt ein paar Akzente aus den Füßen des Vogels heraus, so dass Lichtkanten entstehen.
Zwischen den einzelnen Zehen setze ich noch einige Schattenformen. Die Rundung des Astes kann ich hier gut zeigen, indem ich auch hier aus der Mitte etwas Farbe herauswasche. Im Folgenden intensiviere ich noch einige Details am Vogel, zum Beispiel den Kopf male ich noch etwas dunkler und die Schwanzfedern werden auch noch einmal nachgedunkelt. Die Blütenform hier rechts unten möchte ich noch ein wenig deutlicher herausarbeiten. Es gibt wieder ein paar dunkle Markierungen, um die Blätter in der Negativtechnik heller erscheinen zu lassen. Zum Schluss noch ein paar Akzente mit Jaune Brillant direkt aus der Tube. Ich setze einige zarte Striche auf die Krallen und ein paar feine Federn in den Vogelkörper hinein. So, das war's für heute. Ich hoffe, das Motiv hat dir gefallen und du hast Lust, jetzt dieses frühlingshafte Bild auch einmal auszuprobieren. Hier auf meinem Kanal geht es in der nächsten Woche weiter, dann wieder mit einem Film aus der Porträtreihe. Ich hoffe, du bist dann auch wieder mit dabei und ich sage Tschüss, bis dahin.